Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Dienstagmorgen, ich habe gestern nicht gearbeitet. Hier da hinten steht das geile Stück Blech mit dem Container hinten dran. Hier sagen sie Can dazu, also wie Dose. Ich sag da Box zu, habe ich schon mal gesagt. Den habe ich hier Freitagabend hingestellt. Und eigentlich sollte ich gestern arbeiten, aber das habe ich nicht getan, weil da gibt es irgendwie gerade einen Streik irgendwo, irgendwie. Und gestern sollten 4 Container geladen werden. Das waren dann 2 und dann hat mein Chef mir abgesagt gestern. Und jetzt muss ich heute losfahren. Das heißt, ich fahre jetzt gleich zum Kunden, dann lade ich den Trailer voll und dann dauert das wohl irgendwie heute Ewigkeiten, hat er gesagt. Und die Box soll auch erst morgen früh im Hafen sein. Das heißt also, ich habe gerade mit meinem Chef gesprochen. Ich habe mit ihm das so abgesprochen, es ist also der Kunde, wo wir laden, der Versender, ist 9 Minuten von meinem Zuhause entfernt. Das heißt, ich fahre jetzt mit der Empty Box, ne, also mit dem leeren Container zum Kunden hin, lade ihn da voll, lasse den Container da stehen, fahre mit dem Truck nach Hause. Morgen früh starte ich in aller Herrgottsfrühe, das heißt, 4 Uhr oder so, fahre ich 3 Stunden, dann bin ich 7 Uhr, Stunde Puffer, bin ich um 8 Uhr im Hafen und dann wird die halt da runtergenommen und dann kriege ich den neuen drauf. Was ist er denn da? Hängt der Spiegel daneben? Das ist... Ach nee, Quatsch, ist er nicht. Oh, das ist doof. Ja, okay. Naja, ansonsten, wie gesagt, das ist dann... Also ich habe gestern schon mal meinen Arbeitsplan gekriegt für diese Woche. Ich habe also jeden Tag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, habe ich halt den Job, in den Hafen zu fahren. Also heute fahre ich ja nicht in den Hafen, weil die Box erst morgen dahin muss. Und er wusste jetzt auch nicht genau, wie diese Woche weiterläuft, wegen wie viel Container die uns abnehmen, wie viel nicht, wie viel... So, der Akku war leer. So, was habe ich eben gesagt? Ich weiß gar nicht, wo ich geendet habe. Also gestern waren es irgendwie 4 Ladungen und dann wurden davon 2 gestrichen. Das heißt, es waren nur 2 Ladungen und ich musste dann zu Hause bleiben. Und jetzt warte ich hier. Ich habe jetzt, wie gesagt, mit meinem Chef schon besprochen, dass ich den Trailer hier entweder hinstelle oder an einem anderen Platz hier auf der Insel und morgen früh, ganz früh starte. So gegen 4 und dann bin ich so gegen 8 bin ich dann im Hafen und werde dann meinen Container anliefern. Und hier sagte mir eben schon ein Fahrer, die haben gerade, also er steht ja seit 5 Stunden und der hat eben schon, die haben eben aufgehört zu laden, weil sie noch keine Kartoffeln fertig haben. Also es wird heute ein langer Wartetag hier und mein Boss hat das auch gesagt, du wirst lange warten müssen. Dementsprechend ist der Container für morgen und dann werde ich da halt morgen früh den Container anliefern. Dann werde ich einen leeren Container wieder aufnehmen, dann werde ich hier wieder hinfahren, dann werde ich wahrscheinlich wieder laden und dann wahrscheinlich morgen genau das gleiche machen wie heute, mal schauen. Aber egal, ich nehme euch mit. Talksheet für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Auf Facebook habe ich eine wundervolle Gruppe mit dem wundervollen Namen Kanada Trucker Philipp. 917 Mitglieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr beitreten würdet, einfach mal eine Anfrage senden und ich würde sagen, wir sehen uns später. So, bis später.
Mittwochmorgen. Es ist Mittwochmorgen. Ich bin um 2:30 Uhr aufgestanden. Ich bin hier zu Hause und ich werde jetzt, ich habe den Container gestern, Erklärung. Gestern bin ich zum Kunden gefahren, zum Bauern. Der hat mir den Container geladen. Der Termin ist für heute Morgen um 9 Uhr, soll ich den Container im Hafen abgeben. Und dann habe ich entschieden, dass ich die Nacht zu Hause verbringe. Jetzt halt früh losfahre. Der Hafen macht halt, ja, wisst ihr mittlerweile, ne? 8 Uhr macht er auf. Ist jetzt kurz vor 4 und ich fahre so 3 Stunden hin und dann habe ich mir halt eine Stunde Puffer noch einkalkuliert und werde jetzt, mit dem Truck werde ich jetzt rüberfahren zum Trailer, werde den anhängen und dann fahre ich nach Halifax. Auf nach Halifax. So, gucken wir mal, ob die alte Mutti anspringt. So. Erstmal hier an den Batterien den Hauptschalter. Ja, das sieht schon mal gut aus, ne? Ja, lassen wir mal gucken. Einen Schlüssel sollte man haben, ne? Ja. Und das ist so ein Schlüssel, der geht nur an einer Seite, nur von einer Seite aus rein. Ah. Das ist super. So. Jo, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt die Abfahrtskontrolle und melde mich später wieder. Nachher später, genau. Dann melde ich mich nachher später nochmal wieder. Bis später.
So, 22 Grad, Enfield, Nova Scotia. 2 Uhr, die Sonne brennt. Das ist ja mal, ich glaube das gar nicht, dass ich hier irgendwie... Also, ja, ich habe heute früh angefangen, habe ich ja eben erzählt. 4 Uhr, glaube ich, hier angefangen. Ja. So, jetzt bin ich am Rückweg. Da, ich habe jetzt endlich meine leere Box. Und zwar habe ich 5 Stunden im Hafen gestanden, um die Box, die volle und die leere. Warum? Und geil war's, du kommst so Richtung Ausgang nach 4 Stunden. Nach 4 Stunden bin ich Richtung Ausgang gefahren und denke so, geil, 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 geil. Und dann steht da so ein Typ, so eine Pylone hin mitten im Weg. Da sag ich so, was ist los? Wir machen jetzt eine Stunde Mittag. Da habe ich vor dem Tor gestanden. Vor dem Ausgang. Freiheit. 10 Meter weiter. Nein. Nicht für die nächste Stunde, weil die möchten ganz gerne Mittag essen. Ja, okay. Ja, wird ein langer Tag heute, ne? Jetzt fahre ich mit der leeren Box zum Kunden. Mit dem Container. Oder vielleicht hat mein Chef eine andere Idee, aber ich glaube nicht. Mal schauen. Ich habe jetzt noch 3 Stunden vor mir. Ich fahre jetzt einfach zurück. Ja? Dann gucken wir mal. Wird ein bisschen knapp mit dem Video fertig kriegen diese Woche am Donnerstag. Aber ich gebe mein Bestes. Und wenn es ein bisschen kürzer wird, dann wird das halt ein bisschen kürzer. Ja? Ist halt manchmal so, ne? Manchmal hat man den kürzeren. So, gut. Ich würde sagen, das sieht gut aus hier. Ne? Ich finde das super. So, bis später, ne? Bis später, Peter. Hi. So, ich habe jetzt eben beim Kunden laden wollen. Das klappte heute nicht mehr. Ich muss da morgen früh um 7:30 hin. Dann habe ich den Trailer dahingestellt, habe meinen Boss angerufen. Ich sag, Truck, muss der zur Firma oder nach Hause zu mir? Nee, fahr mal nach Hause damit, weil ist ja näher dran. Da kannst du morgen früh dahin fahren. Also sind hier, weiß ich, 20 Minuten von hier entfernt. Und von meiner Firma wären es 40 Minuten oder so. Ja, irgendwie so.
Ist ja egal. So, ja, ich habe jetzt, es ist jetzt 6:30 abends. Heute Morgen um 4 angefangen, lange Schicht gehabt. Morgen früh fahre ich gegen 7:30 morgen früh zum Kunden und lade dann, damit ich dann den Container in den Hafen bringen kann. Und mal gucken, wie das Wetter wird, weil das Wetter ist so ein bisschen launisch gerade. Morgen soll es windig werden und ich hoffe, dass ich nicht Probleme mit der Brücke kriege. Mal schauen. Und ansonsten, ich habe gar keine Ahnung, wie lang das Video ist. Das tut mir voll leid. Weil das war irgendwie auch eine gestückelte Woche. Montag hatte ich unverhofft frei. Gestern habe ich nur ein paar Stunden gearbeitet. Heute habe ich auch was versucht zu arbeiten. Also das habe ich versucht. Ich habe ja gearbeitet. 14,5 Stunden. Und ich habe zwischendurch versucht zu filmen, aber irgendwie ist diese Woche irgendwie verhext. Letzte Woche hieß das Video vom Pech verfolgt. Das möchte ich aber jetzt nicht schon wieder. Ich hatte ja kein Pech. Was habe ich denn für Pech gehabt? Nix. Einfach nur ein bisschen durcheinander. Mein Chef sagte irgendwie was von Streiken, irgendwie. Das war ja, wie gesagt, heute auch ein bisschen lange im Hafen. Das war so ein bisschen schrecklich. Aber wie gesagt. Gucken wir mal. So, aktuelle Mitgliederzahl. Ich hatte heute irgendwie so ganz viele Anfragen für die Gruppe. Mal reingucken. Mein Handy kommt am Dienstag. Mein neues Handy. Cellphone. Mobiltelefon. 922 Mitglieder. Pah, der Hammer. Meine Gruppe auf Facebook heißt Kanada Tracker Philipp. Und wenn ihr Bock habt, dann kommt da einfach mal rein. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Donnerstagsvideo. Das werde ich gleich fertig schneiden. Das ist wie gesagt Mittwochabend 6:30. Dann lade ich das hoch. Dann kann Marco das noch zu Ende bearbeiten, weil der macht da immer einen Untertitel drunter. Da der Marco leider gerade ein bisschen zu Hause bleiben muss. Ne, der ist glaube ich ins Krankenhaus gefahren. Irgendwas hat er da gepostet. Also Marco hat irgendwie so Probleme mit dem Rücken und der muss jetzt operiert werden, glaube ich. Und dann hat er aber auch Zeit, das zu machen. Marco, für die, die es nicht wissen, Marco kenne ich seit 12 Jahren, 10 Jahren. Wir haben mal zusammen gearbeitet und wir sind in Kontakt geblieben. Und der ist auch der zweite Admin von meiner Gruppe. Und Marco bearbeitet dann das Video, dass ich Untertitel habe, weil ich schaffe das nicht zeitmäßig. Ich habe da irgendwie, ja, schaffe ich nicht. Aber gut, wünscht Marco gute Besserung, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, keine Frage, und bis Sonntag, ne? Tschüss!